Mit 15 km/h durch Europa. 42. Reisetag. Dienstag, 26. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Hier am Campingplatz in L'Isle-sur-le-Doubs herrscht eine sommerliche Morgenstimmung. Die Vögel unterstreichen diese mit einem fröhlichen Gezwitscher. Und mein knurrender Magen fügt sich wie ein Bariton nahtlos in diesen Chor ein. Da ich aufgrund fehlender Lebensmittel kein Frühstück zubereiten kann und es vor 10 Uhr in unmittelbarer Nähe keine Möglichkeit gibt, welche zu kaufen, packe ich meine Sachen und fahre in die Stadt. Die Medikamente, die ich mir gestern gekauft habe, die scheinen zu wirken. Mir geht es heute eindeutig besser. Noch nicht ganz fit, aber sehr, sehr fit. Die heutige Etappe, schön wäre es, wenn ich Mulhouse erreiche. Es wird 60 bis 70 Kilometer entfernt liegen. Muss nicht sein. Wie gesagt, schön ist es, wenn ich es erreiche. Ja, wieso ich heute so ungewaschen, ungepflegt ausschaue, hat auch einen Grund, nämlich eben diese Verkühlung. Gut, nach einem kurzen Skype-Chat mit meinem Bruder bin ich jetzt sozusagen fast ready zum Aufbrechen. Ich brauche nur mehr das Zelt hier abbauen. Es ist 10 Uhr. Ich freue mich über die angenehme, warme Brise, die sanft über die saftig grünen Wiesen und Sträucher tanzt und über den hellblauen, wolkenlosen Himmel. Weißt du, Gerhard, in L'Isle-sur-le-Doubs leben im Jahr 2018 ungefähr 2800 Menschen. Das Dorf liegt im Tal, in dem der Doubs einen weitläufigen Bogen nach Norden zieht und sich in 2 Flussarme aufteilt, welche eine längliche Insel bilden. Im Norden sind die Höhenzüge des Juras. Das flache Gelände ist hier ungefähr 1 Kilometer breit und wird neben dem Doubs auch von der Wasserstraße des Rheinkanals benutzt. Von L'Isle-sur-le-Doubs nach Colombier-Fontaine. Knappe 5 Kilometer entfernt vom Campingplatz entdecke ich ein herrliches Plätzchen. Unterwegs habe ich ein frisches, knuspriges Baguette besorgt. Dazu gibt es Käse, Wurst und Paprika. Und natürlich eine Tasse Kaffee. Herrlich diese Natur, oder? Morgen. Hallo. Dankeschön. Merci. Interessant finde ich, wie es den Franzosen gelingt, Plätze wie diesen sauber zu halten. Ich habe also hier einen Müllsack, da wird alles verstaut und bei der nächsten Gelegenheit dann dementsprechend ordnungsgemäß entsorgt. Vor 5 Wochen, am 19. Mai, zwischen 15 und 16 Uhr, habe ich hier in der Nähe Lebensmittel gekauft. Ein Bahnstreik in Frankreich war der Grund, weshalb ich schon während der Anreise zum Atlantik einige Tage mit dem Fahrrad unterwegs war. Also dieser freundliche Herr hat mir gesagt, dass es hier am Eurovelo 6 Radweg, wo sind wir hier? Das ist Typisch. Gerhards Orientierungssinn. Wie heißt der Ort? Hier geht der Radweg steil bergauf. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ha, mein Mann kann doch kein Wort Französisch. Merci beaucoup. Sind Sie aus Schweden? Nein, ich bin aus Österreich.
Von Colombier-Fontaine nach Dampierre-sur-le-Doubs. Mach mal Miau. Gerhard, denk daran, das ist eine französische Katze, die versteht kein Deutsch. Hey, das gibt es doch nicht. Ein Baguette-Automat. Jetzt fehlen nur noch Butter, Schinken, Käse und Milch. Von Dampierre-sur-le-Doubs nach Montbéliard. So, du hast mir gesagt, du bist aus Deutschland und du fährst jetzt nach Spanien. Ich bin vor 8 Tagen losgefahren. Amelie, hi. Gerhard, freut mich. Hallo Gerhard. Bist du allein unterwegs? Ja, ganz allein. Meine erste Reise alleine. Ja. Okay, Du hast ein Musikinstrument dabei. Ja, meine Ukulele. Kannst du mir etwas Ja. vorspielen? Kannst du was live vorspielen? Oh Gott, nein, das kann ich wirklich. Das ist so für mich. Sind wir beim Du, oder? Bitte, ja, bitte Okay. unbedingt. Ja? Was machst du für eine Tour? Ich bin vor 4 Wochen in La Boule-Escoublac gestartet. Das liegt am Atlantik. Dann bin ich die Loire, den Canal du Centre, den Doubs und noch so ein paar Kanäle und Flüsse entlang geradelt. Und wo geht's jetzt hin? Es geht dann in die Schweiz bei Zunächst fahre ich nach Mulhouse. Dann geht es über die Schweiz in dein Heimatland nach Donaueschingen. Woher kommst du? Ab dort folge ich der Donau bis zum Schwarzen Meer. Was bewegt dich, allein mit dem Fahrrad nach Spanien zu fahren? Ich saß immer in der Schule und habe mir immer gewünscht, nee, ich muss jetzt endlich raus und ich muss jetzt los, jetzt bin ich endlich fertig mit der Schule. Und ich habe ja immer Urlaub mit Familie, mit Freunden gemacht. Und Fahrradfahren hat mir schon immer Spaß gemacht, weil es immer so zum Abschalten recht gut ist. Und ich will auf jeden Fall in den Süden. Ich will Wärme und das Meer. Und wenn ich allein mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann fahre ich mein Tempo, steige auf und steige ab, wann ich möchte, und bin flexibel. Das liebe ich so sehr. Hast du auch ein Zelt dabei? Zelt, ISO-Schlafsack, Ukulele, Rucksack und ein paar andere Dinge. Wann wirst du dein Ziel erreichen? Ich habe kein bestimmtes Ziel, ist die Sache. Ich will noch ein bisschen vielleicht Portugal, wenn ich schaffe. Okay. Aber ich habe 3 Monate Zeit. Das ist es. Ich muss im Oktober wieder in Memmingen sein. Wo? Heute bin ich wieder einmal ohne Socken unterwegs. Dafür aber mit Sandalen. Das ermöglichen die Pedale, die nur einseitig mit Kicks ausgestattet sind. Das bedeutet, dass ich sie unterschiedlich verwenden kann. Der Grund, weshalb ich heute ohne Socken fahre, liegt an der Waschmöglichkeit am letzten Campingplatz. Also Waschanlagen waren schon vorhanden. Allerdings fehlten die notwendigen Waschbeckenpfropfen, so dass das Wasser im Becken ständig abgelaufen ist. Leute, ihr müsst wissen, dass Gerhards Socken die gesetzlich erlaubte Geruchsbelästigung bei weitem übertreten. Mittlerweile ist es 14 Uhr und ich bin in Montbéliard. Zuletzt war ich hier am 18. Mai, also vor ungefähr 5 Wochen. An jenem Tag kam ich gegen 20 Uhr in die Stadt und durfte einen wunderbaren Sonnenuntergang erleben.
Vor mir ist ein Intersport-Fachmarkt, der genauso aussieht wie jene Märkte, die ich aus Österreich kenne. Und dahinter verbirgt sich ein McDonald's. Den werde ich heute aber nicht besuchen, denn ich habe genug Reis und Wasser bei mir, um später ein köstliches Essen zuzubereiten. Oh, da gibt es einen Radweg abseits der stark befahrenen Straße. Gerhard, du warst soeben in Montbéliard. Diese Stadt gehörte einmal der Grafschaft Württemberg und hieß damals Montbéliard. Im Jahr 2018 leben ungefähr 25.000 Menschen hier. Sehenswert ist das Schloss Montbéliard, in dem das Naturkundliche Museum untergebracht ist. Bis nach Mulhouse sind es noch 44 Kilometer. Nachdem es erst 14:25 Uhr ist, sollte ich locker vor Anbruch der Abenddämmerung dort sein. Jetzt kann ich mich entscheiden. Glaube ich den Navi mit den 49 Kilometern oder den Wegweiser mit 44 Kilometern? Ich glaube lieber der Wegbeschreibung mit 44 Kilometer. Von Montbéliard nach Froidefontaine. Hey, ein Dreiradfahrer. Das gibt doch sicher einen großartigen Windschatten. Nanu, der tritt aber ordentlich in die Pedale. Oder benutzt er etwa ein Elektrofahrzeug? Ungefähr 40 Kilometer von Mulhouse ragt eine Aussichtsplattform in diese zauberhaft gestaltete Bühne der Natur hinaus. "15 Minuten später. Du bist aus Württemberg? Wegen des Dialektes. Nein, ich bin aus Österreich. Und wo bist du zu Hause? Etwas nördlich von Hamburg. Und wo hast du die Tour gestartet? Von zu Hause. Ich bin sehr spät weggefahren und habe am ersten Tag nur 24 Kilometer geschafft. Bis Bremen bin ich mit dem Zug gefahren. Dort habe ich übernachtet. Und seitdem bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Das sind nun gute 3 Wochen. Gefühlt habe ich immer zu viel Gepäck mit. Ich habe soeben das 3. Paket nach Hause geschickt. Und wohin geht die Reise? Ich fahre nach Spanien, habe aber kein konkretes Ziel. Ich sehe, du hast ein Zelt dabei. Wo verbringst du die Nächte? Hauptsächlich auf Campingplätzen. Und das hier ist ein Liegerad, oder? Mit dem bin ich ganze Zeit unterwegs. Das hat Vor- und Nachteile. Es gab schon Tage, wo ich mir gewünscht habe, mit einem Tourenrad unterwegs zu sein. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Der Oberkörper ist entspannt und das Gesäß tut nicht weh. Der Reifenumfang ist gering. Ja, genau. Das ist auch beim Bergauffahren anstrengender. Und im Stadtverkehr fehlt die Übersicht. Man kann bei Bedarf nicht einfach aufstehen. Fährst du heute zum Campingplatz in L'Isle-sur-le-Doubs? Da habe ich die letzte Nacht verbracht. Und ich habe jetzt gerade mal, weil ich dachte, das schaffe ich heute gar nicht hier, weil es so spät ist. Mein Navigationssystem zeigt eine Distanz von 30 Kilometern an. In Montbéliard soll es auch einen Campingplatz geben. Nur ist er in meiner Karte nicht eingezeichnet. Das ist interessant, denn gestern hat ein deutscher Radfahrer ebenfalls festgestellt, dass es in Montbéliard keinen Campingplatz gibt. Und auch im Bikeline-Radtourenbuch ist diese Übernachtungsmöglichkeit nicht eingetragen. Und ich habe ihn auch nicht auf der Karte verzeichnet. Ah ja, ja. Hi Gerhard. Hier treffen sich 4 Flüsse. Der Rheinkanal, der Lallan, der Lalin und der Labour-Böse. Wenn man, so wie ich,
eine Zeit lang allein unterwegs ist, dann freut man sich über Begegnungen mit Tieren und natürlich auch über ein freundliches Lächeln einer jungen Dame. Von Froidefontaine nach Montreux-Château. Erst jetzt bemerke ich, dass es ständig bergauf geht und dass sich der Doubs in Montbéliard für immer von mir verabschiedet hat. Seit dem 21. Juni ab Verdun-sur-le-Doubs begleitete ich ihn. Manchmal verloren wir uns aus den Augen, manchmal wechselte er sich mit dem Rheinkanal ab. Und jetzt ist er gänzlich verschwunden. Immerhin waren wir, mal abgesehen von unserer Bekanntschaft während der Anreise, 6 Tage zusammen. Nanu, am Ufer vis-à-vis parken Wohnmobile. Ich bin neugierig und gucke im Bike-and-Radtourenbuch nach, ob es hier einen Campingplatz gibt. Das ist definitiv nicht der Fall. 22 Kilometer sind es noch bis nach Mulhouse. Bei 15 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sollte ich zwischen 18 und 18:30 Uhr dort sein. Verbesserungswürdig finde ich auf jeden Fall auf den Kanal die Trinkwasserverpflegung, vor allem auch die Hinweise, wo man Trinkwasser kriegt. Aber nicht nur das Trinkwasser, sondern auch meine Lebensmittel sind erschöpft. Und trotzdem ich schon mehr als 1000 Kilometer in Frankreich zurückgelegt habe, fällt es mir immer noch schwer, nahe dem Radweg Einkaufsmöglichkeiten zu finden. Glücklicherweise habe ich noch einen Pfirsich in der Tasche. Den werde ich nun genießen. Und idealerweise gibt es noch eine Trinkreserve in der Thermoflasche. Ja, und die werde ich jetzt auch anzapfen, denn das Trinkwasser ist... Von Montreux-Château nach Danemarie. Wow, sind das prächtige Schiffe. Ich liebe abwechslungsreiche Szenen. Und diese Mischung aus verschiedenen Grüntönen gefärbtem Wasser, dem grau gestreiften Radweg, dem hellblauen, nahezu wolkenlosen Firmament, umrahmt vom Duft der frisch geschnittenen Wiesen, ist es, die meine Glückshormone fröhlich tanzen lassen. Nachdem es gefühlt immer noch bergauf geht und der Radweg einer Kinderhochschaubahn gleicht, werde ich mir ein Bild aus der Vogelperspektive verschaffen. ...500 Meter noch, dann geht es bergab. Sprichst du Englisch? Deutsch. Ich heiße Gerhard. Manfred. Wo fährst du hin? Der Weg ist das Ziel. Manfred erklärt mir, dass er Mulhouse den Radweg verlassen hat und über die Berge gefahren ist. Fährst du durch Europa? Nein, dafür bin ich zu alt. Ich bin schon 70. Und du? Ich werde im September 57. 10 Jahre machen schon einen Unterschied. Natürlich, wobei ich schon merke, dass ich gegenüber meiner Jugendzeit viel fitter bin. Denn damals habe ich täglich mindestens 20 Zigaretten geraucht. Schau, dir ist eine Kluppe runtergefallen. Was ist runtergefallen? Ach so, die Wäscheklammer, so ein Ding. Macht sich das bezahlt? Der Anhänger? Seit dem Start im Atlantik hat er sich über 1300 Kilometer sehr gut bewährt.
Bisher hatte ich bloß einen kaputten Schlauch. Ich bin damit sehr zufrieden. Der schaut aber sehr monströs aus. Das stimmt. Darin sind viele sperrige Dinge. Gleichzeitig ist auch die selbst aufblasbare Luftmatratze kaputt. Sie bläst sich unterwegs selbstständig auf. Dann gibt es noch einen großen Kopfpolster und einen dicken Winterschlafsack. Sobald ich den Zwischenstopp in Österreich mache, werde ich mich einiger Sachen entledigen bzw. austauschen. Hey, ich glaube es nicht. Bis zur Schweizer Grenze sind es nur noch 59 Kilometer. Dänemark, was für ein zauberhaftes Flair. Schon während der Anreise, wo ich aufgrund des Bahnstreiks vor ca. 6 Wochen von Mulhouse nach Beaumont-les-Dames geradelt bin, hat mich dieser Hafen fasziniert. Von Dänemark nach Mulhouse. Ich liebe die Philosophie, das Leben im Moment zu leben. Und ich liebe die Natur. Wahrscheinlich auch, weil wir ein Teil von ihr sind. Jedenfalls betrachte ich es als Geschenk, dass hier ein Kirschbaum steht und seine Früchte anbietet. Oh, da ist der Bücherschrank, den ich am zweiten Reisetag vor ca. 6 Wochen erstmals zu Gesicht bekommen habe. Allmählich quält mich der Durst, denn meine Trinkflaschen und die Thermoskanne sind seit geraumer Zeit leer. Ich bin neugierig, ob der Mann, den ich um Wasser gebeten habe, wiederkommt. Denn als ich ihn danach bat, hat er mich mit skeptischer Miene gefragt, woher ich komme. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ich frage mich, wo sich meine heutigen Interviewpartner Amelie, Tim und Manfred im Moment aufhalten. Ob sie schon an ihren Tageszielen angekommen sind? Jö, eine Entenfamilie. Die schnattern ja gar nicht. Da habe ich andere Bilder im Kopf, nämlich die von reiferen Damen, die abends auf Sitzbänken vor ihrer Wohnung sitzen und... Ich denke, das müssen die ersten Häuser von Mulhouse sein. Was für eine Freude! Ich bin in Mulhouse angekommen. Zwar später als wenige Stunden zuvor berechnet, aber noch bei Tageslicht. Da der Campingplatz nahe am Radweg liegt, ist die Chance groß, nicht vorbeizufahren. Jedenfalls freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Alexandre, dem Manager des Campingplatzes. Bonjour. Hallo. Alexandre. Bonjour, Madame. Möchten Sie ein Glas Wasser? Ja, bitte. Das schmeckt. Wie geht es dir? Ich bitte um Verständnis, wenn ich Sie nicht mit einem Handschlag begrüße, denn meine Hände sind schmutzig. Aber heute habe ich die bisher längste Tagesroute absolviert, ca. 80 Kilometer. Ist die Radtour für einen guten Zweck? Ich habe heute Morgen in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass ich am Abend in Mulhouse sein werde und ich mich darauf freue, Alexandre wiederzusehen. Wir haben uns vor 5 Wochen kennengelernt. Ich habe einen Fotografen über deine Ankunft informiert. Vielleicht kommt er morgen. Also,
Über einen möglichen Fototermin und einer damit in Aussicht gestellten Werbung für meine Charity-Tour freue ich mich sehr. Und letztendlich hat mich Alexander überzeugt, heute nicht im Zelt zu übernachten, sondern eine dieser stilvoll, gemütlich wirkenden Holzhütten zu nutzen. Tu llanto es señal de los tiempos. Bienvenido al show final. Lleva tu mejor vestir. No intentes sobornar al portero. Cuando vayas camino del cielo, Santa nunca ha sido. Tu llanto es señal de los tiempos. Tenemos que escapar de aquí. Tenemos que escapar de aquí. Todo va a estar muy bien. El fin pronto vendrá. Tenemos que escapar de aquí. Pásatelo feliz, atravesando atmósfera, todo se ve bien de aquí. Recuerda, todo va a estar muy bien, podemos vernos en otro lugar, muy lejos de aquí. Möchtest du die Erlebnisse in der nächsten Etappe nicht versäumen, dann abonniere diesen YouTube-Kanal und aktiviere die automatische Benachrichtigung. Das Abonnement ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden.